Auf YouTube läuft noch gar nicht. Hallo YouTube. So, jetzt sehe ich euch auch. Jetzt seht ihr mich auch viel mehr. So. Ach ja. Das ist immer so ein bisschen, das ist für mich noch neu. Bei YouTube muss ich immer, wenn ich den Stream starte, nochmal separat im YouTube Studio, also in dem Admin Backend Video Editing Dingsbums, ja, da muss ich nochmal auf Ja, wirklich live gehen klicken und das reicht nicht, wenn ich aber einfach bei OBS sage, jupp, go. Das ist Hallöchen, ja. Kick hatte mich schon ein bisschen länger gesehen. Ich hoffe, ihr seid freudig gespannt auf die Opening Night Live. Ich hoffe, ihr habt Popcorn. Ich hoffe, ihr habt es nicht so heiß wie bei mir. Ich habe weder Popcorn noch eine Klimaanlage. Aber ich mache gleich mal Fenster auf, glaube ich. Das hält ja keiner aus. Moin, YouTube. Hallöchen, Salazar. Red Gecko ist am Start. I don't break. Hallöchen, Konja. Und Shinigami ist auch da vorhanden. Hallo. Ach ja, kein Ventilator. Die Kleinen sind noch voll leise und helfen ungemein. Ja, ich sage da immer Miefquill zu, weil ich irgendwie an die wirkliche Leistung eines Ventilators nicht glaube. Aber ja, es wäre vielleicht besser als nichts. Ne? So ein bisschen Bewegluft. Bin ich sehr schwüle. Es ist ja nicht mal mehr die Temperatur. 29 Grad, da zucke ich normalerweise mit den Schultern und sage, ja, schön. Cool, Sommer. Aber es sind ja gefühlt 500% Luftfeuchtigkeit. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Enshrouded wäre nice, was zu sehen. Under a Rock wäre cool. Enshrouded haben wir ja die ganzen neuen Trailer uns schon angeschaut. Ne? Das war mega, mega cool. Wenn es jetzt zu Enshrouded noch einen Trailer gäbe und der einfach sagen würde, Release 1. September. So, weißt du? So schön noch vor Ark Survival Ascended und so richtig einen reinhauen. Das wäre geil. Das wäre richtig cool. Klaas, moin. Das wäre sehr, sehr geil, ja. Also es wird auf jeden Fall was geben zu Nightingale. Es wird was geben zu Crimson Desert. Eines der Games, die ich auch wirklich sehr, sehr gespannt erwarte. Und wo ich noch nicht so genau weiß, was uns aber erwartet. Das macht es so spannend für mich. Also ich bin da, ne, ich bin da noch so am Rätseln, was wird Crimson Desert jetzt eigentlich wirklich? Das ist so eine Mixtur aus MMO und Singleplayer, RPG und allem. Es wird ganz spannend, glaube ich. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty wird es News geben. Da wird es auch was zu geben, das ist völlig korrekt. Wir schauen gerade mal in den Tweet von Jeff Keighley, was er da schon alles rausposaunt hat. Aber das war schon eine ganz schön lange Liste. Wir sind übrigens mit MMO-Zone offizieller Streampartner von der Opening Night Live und von der Future Game Show. Von beiden großen Events der Gamescom. Finde ich mega, mega nice. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ist eine schöne Anerkennung. Tonight, Gamescom Opening Night Live Lineup includes Updates on Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, das wird auch sehr viele freuen. Black Myth Wukong, was war das nochmal? Wartet, müssen wir mal schauen. Crimson Desert, yay. Da haben wir hier Phantom Liberty von Cyberpunk 2077 DLC. Lords of the Fallen, auch nicht uninteressant. Mortal Kombat 1 ist jetzt nicht meins, aber wird auch sehr viele Fans haben. Nightingale, yay. Sonic Superstars, auch nicht meins, aber natürlich ein Riesentitel. Tekken 8 ebenso und Sandless Zone Zero. Und jetzt muss ich zugeben, alle habe ich gehört, aber Sandless Zone Zero, das ist voll mir vorbeigeschrammelt. Werden wir sehen, was es ist. Wahrscheinlich, vielleicht, wenn ich einen Trailer sehe, fällt es mir wieder ein oder so. Aber insgesamt soll die Opening Night Live heute ein Event werden, welches vorrangig zu bereits angekündigten Titeln neue Neuigkeiten, neue News, neues, also ein ganz neues präsentiert. Ne? Ich hoffe halt, dass sehr viele Release-Daten dazu sind. Insbesondere bei Crimson Desert und Nightingale glaube ich ehrlich gesagt, dass es ein Release-Datum gibt. Da bin ich fast überzeugt von. Galhara, Servus, moin moin. Herr Van Kuhn ist auch am Start. Klepi, Hallöchen, Moje. Ranglord, Hallöchen. Hier nochmal der Link für euch, für alle, die mit bingoen wollen. Haut dann gerne in den Discord, wenn ihr ein Bingo habt. Da könnt ihr
unser Bullshit-Bingo mitmachen. Wobei Bullshit, es ist ja mehr als Fun gedacht. Es ist ja einfach so, diese Game-Shows haben solche, das sind ja schon fast Klassiker. Und ein paar, ehrlich gesagt, ich werd für morgen noch mal ein bisschen was erweitern. Morgen kommt die Future Games Show. Und selbe Uhrzeit, 19:15 Uhr. Wird wieder völlig abgehetzt sein. Und morgen zur Future Games Show werden wir dann auch hier ein so schönes Bingo haben. Also wenn ihr den Link öffnet, habt ihr auch das hier. Ihr bekommt es anders sortiert, jeder. Und dann könnt ihr, je nachdem, was da von sich gegeben wurde, dürft ihr dann eure Kreuzchen setzen. Finde ich voll cool. Ich überlege noch, ob ich das nicht auch einbinden könnte. Das wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Wenn wir das hier als Overlay ab und an mal aufpäppeln lassen können. Warte mal, das machen wir doch mal ganz simpel, oder? Dann machen wir doch mal ganz simpel. Wollt ihr eigentlich während der Show den Chat eingeblendet haben in, sagen wir mal, in dieser Größe, oder soll ich während der Show den Chat auslassen? Dürft ihr mal gerne einen Wunsch äußern? Ich denke mal so, dass man lesen kann. Ausblenden oder einblenden? Also ein oder aus. Einfach schreiben mal, das wäre gut. Damit ich da eine grobe Richtung habe. Die Show wird Untertitel haben. Nee. Gelogen. Morgen die Show hat Untertitel Deutsche, heute glaube ich nicht. Größe wäre auch okay. Einblenden. Passt doch gut. Auslassen. Die Kirchen mag das, glaube ich. Idona sagt, muss nicht sein. Muss nicht sein. Okay, muss nicht sein, heißt aber auch nicht aus. Wie Panti gerade sagt. Das ist ja was. So, lass mal eben gucken. Ich möchte... Ja komm, mach mal hier Browserquelle. Bingo. Und ob das geht, weiß ich gerade nicht. Aber müsste eigentlich gehen. Kopieren, pastieren. So. Keine Angst, blende ich nur ab und an mal ein. So, ich muss es für mich gerade mal größer machen, sonst sehe ich nichts. Bin doch blind. So, dann kann ich das ab und an mal einblenden. Upp. Ach ja. Kann ich auch in Vollbild schauen. Chat ist aber nicht transparent, so nimmt er von Stream Platz weg. Man sieht die Games nicht richtig dann. Also die Alternative wäre, es gibt da auch noch so ein Overlay, was ich bekommen habe, was ich nutzen könnte. Aber dann wäre der Restream halt nicht bildschirmfüllend. Dann wäre der nur so, sagen wir mal, hier so beginnend. Und dann auch nur, was weiß ich, ein paar Zentimeter vom Randende, ne? Transparent wäre eventuell noch interessant. Dann kann man es nicht lesen, gut. Aber ist okay. Wir können den ja ab und an mal einblenden. Ich verstehe das, wenn man jetzt hier die Trailer sehen will, dass es ärgerlich ist, wenn man irgendwie einen Teil vom Trailer nicht sieht, weil der einen Chat davor pappt. Meine Hackfresse habt ihr euch ja schon dran gewöhnt, dass die vor allem wichtigen pappt, vor allen Dingen immer vom oder von der Lebensanzeige oder so Sachen. Sehe ich ja ein. Erpel des Verderbens, schön, dass du da bist. Hallo. Selber ausgestorben. Moment. Muss gerade mal Fenster aufmachen hier. Glaubt eigentlich irgendjemand, auch nur wirklich ernsthaft, dass wir irgendwas zu arg Survival Ascended zu hören oder gar zu sehen bekommen?
Wann ist morgen die Future Games Show? Die Show startet auch um 8. Es gibt eine Pre-Show, die startet um halb 8. Die werden wir auch mitnehmen. Hier ist es übrigens auch so. Auch hier startet um halb 8. Also vorhin. Vor 10 Sekunden. Haben sie wohl verschoben. Dies eine halbe Stunde Pre-Show. Also ist wohl ein bisschen verschoben. Es gibt eine Pre-Show und die werden wir auch anschauen morgen. Das ja, also es wird wahrscheinlich ähnlich pünktlich sein wie heute. Weißt du, ich habe mich gehetzt. Ich habe mich abgehetzt. Ja. Ich habe mich abgehetzt, um hier Viertel nach 8 da zu sein und dann Viertel nach 7 da zu sein und dann verschieben die hier was, oder wie? Also mein Stream morgen startet jedenfalls auch wieder, sofern ich vom Esstisch rechtzeitig wegkomme um 19:15 Uhr. Die Show kommt von Studio Wildcard. Dann kommt es aber erst im November. Über Arc sprechen wir erst wieder, wenn es da ist. Nein und moin. Ja, okay. Ja, Revan Kuhn lacht sich nur kaputt. Ja, Jasmin glaube auch nicht dran. Ja, Shinigami sagt immer 30 Sekunden Clip zu Arc mit irgendwelchen neuen Viech. Raptoren und Dodos hatten wir ja. So, und meinst du so ein CGI-Trailer? Ja. Ach ja. Bin gespannt. Ich hoffe, zu MMO-Themen wird ein bisschen was da sein. Dass wir MMO-Süchtigen ein bisschen was zu futtern bekommen. So ein Clip, der nichts sagt, einfach nur nett aussieht. Nicht mal mehr daran, glaube ich. Aber was ist denn mit der Pre-Show? Ich muss da jetzt gerade mal gucken. Hat der nicht gesagt, die Pre-Show startet eine halbe Stunde vorher? Reminder that Kyle Boseman's pre-show starts 30 minutes earlier on all platforms. Was sagt Kyle Boseman hierzu? Tja, nun, also dann die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 12 bis 15 Minuten. Über Dune, ja, Dune wäre cool. Über Dune habe ich bisher, also das Survival Game, wie heißt es mit vollem Titel? Dune? Weiß ich jetzt nicht. Das Survival, wahrscheinlich ziemlich PvP angehauchte Game. Interessiert mich sehr, weil ich bisher mir noch nicht genau vorstellen kann, wie das aussieht. Und wie optional PvP da ist. Bester Wetten, das man hier, genauso. War da nicht ein Timer vorhin? Ja, genau. Deshalb sage ich das, es verschiebt sich um 12 Minuten. Wenn ich dem Timer nachgehe. Dann könnt ihr nochmal ganz kurz. Also laufen sollte die Pre-Show seit 2 Minuten und noch 16 Minuten auf dem Timer. Nu. Ich brauche für dieses Jahr nur noch Starfield und Phantom Liberty, dann bin ich bis Weihnachten beschäftigt. Seht ihr, wir haben auch Singleplayer hier. Mr. DK, servus. Warteschlangen sind wir gewohnt, das stimmt. Zu Wayfinder gibt es wohl das Update, dass die Warteschlange sich schneller abfrühstückt, man dann relativ zuverlässig nach überschaubarer Wartezeit, nennen wir es mal so, reinkommt und wohl auch meistens drin bleibt. Was weiß denn Fortunata zu berichten? Hat es heute auch wieder gut geklappt? Mit Starfield ist man auch die nächsten 2 Jahre beschäftigt oder so, wenn es hält, was es verspricht. Ja, ich glaubt jeder von euch, dass Starfield halten wird, was es verspricht?
Ich wünsche es mir natürlich und ich hoffe, dass es so sein wird und dass das ähnlich reinhaut und überzeugt wie, was weiß ich, Baldur's Gate 3 oder so, dass man dann sagt, wow, das beste Game aller Zeiten. Allein der Glaube fehlt mir anhand der AAA-Releases, Baldur's Gate 3 ausgenommen, der letzten Zeit. Alles gut, nur in Abendstunden hatte Martin jetzt ein paar Probleme mit der Warteschlange, ansonsten war ich bis vor dem Stream online. Gut. Dann werden Matze und ich das irgendwann auch nochmal probieren und spätestens dann kacken die Server ab. Besprochen. Halte meine Erwartungen niedrig und schaue, was kommt. Ja, so sehe ich es auch. Also ich habe den Game Pass und wie wahrscheinlich alle, ich glaube einfach alle, die den Game Pass, diesen PC Game Pass oder Xbox Game Pass haben, alle werden sich Starfield runterladen. Allein nur, um es auszuprobieren. Wenn man den Game Pass doch schon hat. Und genauso werde ich es auch machen. Bin gespannt, wie da die Server rauchen werden. Nach einem Ami-Streamer, der da schon zocken durfte, haben die ersten 15 Stunden keine Bugs in Starfield. Das wäre sehr respektabel. Letztens wurde der Startbildschirm von Starfield geleakt, das Menü. So, am Anfang. Das wurde dann zerrissen, so nach dem Motto, oh, wie hässlich. Das finde ich halt auch einfach nur schlimm, ne? Dass man sich dann jetzt über das Startmenü aufregt. Also. Jetzt habe ich Werbung. Okay, ich sage jetzt nichts dazu. Ich habe gefailt. Ich hab ein wenig gefailt. Mein Video war nicht vorgespult. Wir haben ein bisschen was von der Pre-Show verpasst. Easy. Gar kein Problem. Too much power. Ist was? Starfield ist Singleplayer only, ja. Well, sometimes you just have to go rogue. Ah, ja. Die ganzen schönen Indie-Titel. Starfield-Menü gefällt mir, ja. Ich finde das auch okay. But remember, there can only be one president. Servus Maximalflug. Welcome to the streets, where anything is possible. Jetzt gilt übrigens Bingo noch nicht, ne? Möchte ich nur sagen. Was ist denn das hier? GTA in... GTA für... Be who you want. Write your own story. Sah zumindest bisher so aus. And you can do all of it with friends. Ich mag ja Spiele mit der Optik, ne? Das ist so schön retro. Aber, ja genau, das hier meinte ich. Das erinnert doch hart an GTA in Pixel-Optik. Aha. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish Das list. braucht natürlich noch ein bisschen, ist klar. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me forward, no matter the danger. Ich habe gerade eben schon gedacht, als ich den gesehen habe und wie er geredet hat. Der hat aber Elan. Aber es war Absicht. If your passenger is lost, so is this world. Ich mag tatsächlich die Sachen in der Pre-Show auch immer ganz gern, auch wenn das nicht immer mein Geschmack ist. Aber diese ganzen Indies und
Eben nicht so AAA. Sorry to push Aber was that knattert fate denn on hier you, so? Lisvanger. This place is beautiful. Knattert das bei euch auch? Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Emma. I've come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Kel, brother, listen to me. Enough! Let's get it. Now, I Manchmal. realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who Sekunde. hijacked the broadcast, and I don't blame you. Es ist toll, So dass to da Werbung prove that läuft. this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Kyle. Junge, Jeff, wie viel we're Werbung wollten now ihr vorher im minutes away Stream from ballern? Opening Night Live beginning. What Lass das sort im of Hintergrund huge durchlaufen. announcements should we all be Und ich hoffe, dass expecting dann to auf see? dem I think you can Firefox expect diese a lot of great Soundprobleme nicht games sind. on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that announcements this year. There will be generally a few cool announcements throughout a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many releases. So you will see new Knackt das stuff bei like euch? Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Knackt das bei euch Alan auch? Wake, Also, wenn so ihr den many other Stream big aufruft, games that are coming out later this year. But yeah, primarily kann mal einer focused, schauen as beim Nintendo likes to say, Originalstream? primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or Also 3 nicht or nur bei 4 or mir something like jetzt, that. sondern dass So das bei I euch definitely mehr. would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in Hast du den 5 Link? years. But then they also want to see real gameplay in real games. And like, you're going to see Bei mir knackt es 10 nicht. minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, you know, Okay. gameplay on a bunch of other games and like real in-game footage. Wenn ich nicht stören, doch extrem stören bei mir. And almost finished. So that's kind Was of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games. habe ich denn da jetzt für So ein actually, Problem? it's one of those things I miss Mach about ich einen anderen Rechner doch an? E3 was when they would just have like a long stage demo. It's Das just bei like, mir here's auch, wenn the ich es game, we're direkt playing öffne. it Hier ist right der now. Link, warte mal. Yes, and that's what like those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we we can't do that stuff at Game Awards to do super long gameplay demos, and here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will Hab see auch Knacken im in-depth Original. look at some games that they're looking forward to. 20-30 games will all be there. It's a big Chat show, meckert auch. lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big Okay, deal too. We dann love having you host the pre-show. bin ich ein bisschen and I'm beruhigt. excited to be on stage Danke. for Open Night Live in just a couple Kommt von minutes. denen. Knackt genauso. Danke. Holy moly. Ich dachte gerade, mein That Mischpult was a kackt ab. good interview. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Fallout 77. Oh, ist das hier dieses Auto, dieses Car, dieses Strategiespiel? Die Strategie ist ja schon Survival-Game. Wurde mit dem Auto durch die Gegend dann? Nee. Das ist ein anderes. Ist nicht das, was ich meine. Aber wie heißt denn das? Da sollen auch News zu haben. Pacific Drive. Welcher Link knackt nicht? Boah, das sieht geil aus. Okay, jetzt sieht's noch gut aus. Die haben insgesamt, glaube ich, gerade so ein bisschen Qualitätsprobleme. Endzone 2. Das ist schon geil. Endzone 2. Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. Strategie, ja, You Strategie can't Survival, prove me wenn du so wrong willst, on ne? that. And if you Die haben wirklich Probleme, hm? Okay, Chat sagt aber nicht RIP. Alter. Weißt du, kaum ist mal ein Event are in... just joining us, welcome.
Kaum ist mal ein Event in Deutschland, kackt das Internet ab, ne? Fucking tour guide. Bulletstorm VR, oh Gott. Seht ihr schon als Bingo? Nein. Bingo erst ab Opening Night Live und nicht ab Pre-Show. I see you're settling in to our wondrous Azoria. Ach, mal wieder ein Farming-Game. Das hätte ich auch reinmachen können. Ein Farming-Game. Das hätte auch ins Bingo gemusst. Equipped with kindness. Ein süßes, knuffeliges Farming-Game. You found a cozy Gab's lang nicht mehr. place in this community. Sehen alle gleich aus, sind aber alle gleich knuffelig und irgendwo gut. With companions by your side. Who knows what you'll accomplish? Da sehe ich Add a drop or two da sehe ich mich eher als in Palia, zugegebenermaßen, nach dem, was ich hier sehe. Aber and set off for adventure. ich bin von Farming Games erstmal, glaube ich, kuriert. Die ziehen mich alle nicht. Will you reveal Die haben zu wenig, part of our magical island? die haben zu wenig Mut, mal Neues zu probieren. Diese Farming Games. Die treten alle dieselben Features platt, die es seit Animal Crossing Those gibt. two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show, and already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number Weiß 10, nicht, ob there's die just sich- something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never Finde heard ich of schön, dass sie before. sich auf den I like Arm those nehmen. weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. Krümel, welche andere News Plattform? about Also ich Sonic the sehe Hedgehog. sowohl Kick als And auch let me tell you, Pube. there's no Grüß way dich, it's schön, dass du da bad. bist. Whatever it is, it's not going to be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Ja. Number 4, Alan Wake 2. This game's We coming can't out wait in to share October, more. and they haven't Verdammt, shown das hätte auch auf too mein much Bingo yet. gemusst. I expect they're going to show something kind of Sorry, big war keine tonight. Absicht. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down, this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all Bingo of us verpasst? combined. Nein, Mats, hast du Collectively, nicht. this will obviously be the best Tuesday Hast du night of the nicht? summer. Ich Because they know how to party on a kopiere dir Tuesday gerne in auch nochmal den Cologne. Trust me. Bingo-Link rüber. Und And jetzt you know meint, what dass ihr else gleich im sounds like a Discord party? aufpeppt? Nee. The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. Wer dann später für die Opening Night Live noch ein Bingo mitspielen möchte, findet hier sein ganz persönliches Bingo-Kärtchen. 6 guests came one night. Their screams the only noise. TS? Nee, Discord. Bitte nutzt nicht den TS, wenn ihr hier da schnackt. Discord braucht Aktivität, sonst sind wir irgendwann nicht mehr Partner. Discord, TS ist für Aufnahmen. Dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Also der Ausspruch, ach so.
Ich hätte tatsächlich irgendwie TZ geschrieben. Okay. Gut. Kann man beim Bingo auch 20 mal Awesome eintragen? Amazing. Nein? Nur einmal. Sonst wäre irgendwie der ganze Bingo-Zettel einfach nur voll mit World Premiere und Awesome. Wie gesagt, ab Opening Night Live gilt es jetzt noch nicht der Bingo-Zettel. Merde. So one of my responsibilities as a pre-show 2 host Stunden is geht to die? Ich pop weiß es up gar in nicht, ehrlich between gesagt. scary games. If you have two weiß gar nicht, wie scary lange die games Opening back to Night Live back, geht. there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. VR sehe ich Koya total. So VR Resident Evil, ja. Ich wäre einfach tot. Also ich würde das nicht überleben. Da bin ich sehr, sehr sicher sogar schon. Das meine ich, to be honest, das ist wirklich wahr. Also das ist, ich glaube, ich würde es wirklich nicht überleben. Also entweder reiße ich mir dann die VR-Brille vom Kopf und die fliegt gegen die Wand. Oder ich kipp um. Die 2 Optionen gibt's da. Also die Animation vom Charakter hier ist nicht gut gemacht. Nachrichten kann man sehen, Klaas, ja. Just do what I say, Roman. Arg in VR. My favorite part of that whole thing is when he's Würde ich in mir auch that in die Hose dank machen. bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture. Sagt der jetzt den deutschen Satz, den ich im Bingo hab? Expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So hold on, what is it? What is a human social game? You know soccer table? You play. We're soccer talking about tables, foosball. right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right. Dieses Straßenfest in Köln zur Gamescom ist tatsächlich immer ganz cool. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in and I was overwhelmed by everything, you know. And to this day, it's just awesome to be reminded of that, to go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Pretty similar, yeah, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man, that's good. Congrats. Ja, verdammt, die machen ja in der Pre-Show mein Bingo voll. Thank you for having me. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. Do I recognize these markings? They are old. Perhaps this is one of the great cities of the Age of Myth. Ich hatte schon 3 Bingos, echt jetzt.
This is no temple of Sigmar. Ich bin am Rätseln, was es ist. Ich habe auch ganz kurz gedacht, Warcraft, aber kann ja jetzt eher nicht. War klar, dass es irgendwie auf Strategie rausläuft, aber was ist das für ein Game? Age of Sigmar. Warhammer. Ja. Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. What's ours stays ours. Nothing gonna stop us now. Ich muss zugeben, dass mich so Games schon immer auch sehr reizen. Ein Warhammer Game hätte auch auf den Bingo-Zettel gemusst. No? Realms of Ruin? Darf mal wieder Krieg spielen, haben wir lang nicht. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. Wieder sehr explosive Köpfe. Bin ich der Einzige, der irgendwie die Physics in dem Game total bescheuert fand? Was man so gesehen hat? So Fahrverhalten, Flugverhalten, alles. Die Physics haben doch überhaupt nicht gepasst, oder? Bin ich besoffen. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic News, and things I was not permitted to talk Das ist in about der in the Pre-Alpha. pre-show. Ja, klar. So, was? this bad boy, this is Muss about to besoffen wrap sein, up. okay. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. Homeworld ist noch so ein Ding, wo ich just received a mission brief. so zucke. Nothing is redacted because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the 5th Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control enemy strike craft warning. Many of you are feeling overwhelmed, We've got incoming. doubting yourselves. We need cover. They're all over me. I have no doubt. We will succeed. Steht Homeworld nicht nur aus miesen Missionen? To complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist.
I am Fleet Command. Ja, das macht schon Laune. Homeworld sehe ich mal. Ich habe die ersten Teile nicht gespielt. And muss ich that is zugeben. it. That's all Schande. I have for you Schande. here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Wer will denn, machen wir mal einen schlauen Notizzettel auf. Wer will denn da irgendwelche Kuschelkissen? Ich will Popcorn. Please welcome your nahtlos host, hier. the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Moin Chef. Der wird Geoff geschrieben. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Der ist überall dabei. Ja, der ist, ja, eines der Gesichter der Now, Games-Branche, wenn this nicht right das here is Gesicht. Das kind of stimmt like schon. the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the Bingo-Karte. composer of the Starfield habe ich nicht game, aufgeschrieben. Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Lautstärke passt oder soll irgendwas lauter, leiser? Nur darfst du einen Bingo-Zettel füllen, natürlich. Starfield weiß oder Bethesda weiß, was Promo heißt. Absolut. Ja. Das Main-Theme für Starfield, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass das Main-Theme sein soll. Oder? Hätte ich irgendwas... Wobei, natürlich ist das jetzt nur Klavier. Wahrscheinlich ist das dann nochmal orchestral aufgenommen. Auf jeden Fall schön. Der Ton ist so, wie er ist. Da habe ich...
Ich bin mal gespannt, ob das vom DMCA her geht. Ist nice, ja. Mega nice. Gänsehaut können sie, ne? Ist cool. Natürlich war das ein Render. Ja, das wird das ist so klar. Starfield is ever so close. And Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Ja, macht schon Laune auf Starfield. It's true. In just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. Okay. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. Tonight, we're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Todd Howard war ja auch lange nicht mehr. Todd Howard hätte auch auf den Bingo-Zettel gemusst. Todd, thank you so much for coming all this way. Todd Howard ist auch so eine Person, die sieht einfach we have a lot to talk about with Starfield. heute aus wie vor 10 Jahren, wie vor 5, oder? First ever time at Gamescom? Verändert sich nicht der This Mensch. is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect?
Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Also really die bauen mal eben in der Gamescom 300 Plätze Theater, also einen Kinosaal auf, wo sie die ersten Gameplay-Momente im Spiel zeigen. Das ist sensationell. Ne? Of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Ich bin gespannt, wie das so ist mit den wirklichen Freiheiten in Starfield. Ob das am Ende nicht zu mehr Komplikationen führt. Supermassive Games und Bandai Namco. War das Bandai Namco oder wer war eingeplant am Anfang? Ja, ne? Das sieht nach einem It Takes Two aus in einem Horror-Stadt-Unsetting. Ja, so Little Nightmares-like, ja. Ist das Little Nightmares 3? Waren die Figuren bei Little Nightmares nicht andere? Ist das Little Nightmares? Ich dachte, da wären die Figuren andere. Ja. Das ist schon was ich verpasst habe bisher. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well. So you will be able to play both in single player or online co-op if you want and face your childhood fears. Das ist genau das, was da einfach hingehört, finde ich. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Ja, das klingt französisch. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Sitze ich vor den Namen, steht gerade im Chat, ist Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet that happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG.
Incredible habe ich nicht drauf. Wo kommt die Stimme her? Singt der mit dem Hintern? Ich habe jetzt Bilder. Ich hätte das nicht sagen sollen. Ich habe jetzt bei jedem Gesang, den ich da höre, den singenden Arsch vor Augen. Das war falsch. Das wird nicht ansatzweise mein Gameplay oder irgendwie mein Spiel, ne? Aber das sieht geil aus. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus bockt. Sah echt geil aus, ja. Monster Hunter, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das... Ja, wahrscheinlich. So ein bisschen in die Richtung gehen. Action-RPG halt. Vielleicht auch ein bisschen Souls-like-Elemente drin, weiß man nicht. Ne? Auf jeden Fall sehr knackige Kämpfe, denke ich mal. Lecker. Okay. Sekunde. Ja, ich hab da eben... Ich hab was drin. Alter. Ich hab schon gleich Bingo. Kommt in den Stream und hört was so im sinkenden Arsch. Ja. Ja. Brutal, aber echt jetzt, ja. Wie viel Splatter wollen Sie? Wenn ich ein Bingo habe, muss noch ein Star Wars Game kommen und ein Retro Pixel Art Game. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ist das Age of Empires, diese kostenlose Version, die man jetzt auf Steam hat? Gut, senden aus Deutschland, da muss man mit Abbrüchen in der Verbindung rechnen. Aber es ist auch so, habe ich das richtig mitbekommen? War das Age of Empires? Irgendeiner dieser großen Strategietitel ist da jetzt irgendwie Free-to-Play geworden auf Steam in so einer abgespeckten Version.
Age of Empires 4 Anniversary Edition available today on Xbox. Ah. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Ist der besoffen? Oh, yeah. Der lief so komisch. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Ich frage mal für einen Freund. Wer ist das? And I really loved Ob der aus Hollywood? Nur so rein. Völlig langlose Frage. So I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to. Ja, Zack Snyder habe ich schon verstanden. Quite the cast. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. Einer der besten Regisseure, der ist super bekannt. Okay, ja, wenn du das you'll sagst. See it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Er ist amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. We're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer.
It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. Sie sehen mich interessiert. Könnte ein guter Film werden. What do you think they want? Everything. I found her. A scar giver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Oi. Okay. Ein halbes Jahr später schon Teil 2. Das macht wiederum so ein bisschen only on Netflix auch was. Ja, Shoka kommt auch auf Disney Plus, ja. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Natürlich, Fischen muss drin sein, wichtig.
Du bist aber Pferd. Was sagt? Aber dass da grafisch abgefeiert wird, ist ultra krass. Bisschen zu viel Motion. Bisschen zu viel Motion Bepper. Aber das kann man ja abstellen. Ich hätte mir get all the latest news. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist. Also, Entschuldigung, dass ich hier ganz kurz unterbreche. Ice-T ist mir gerade echt nicht, also, ne? Get all the latest news, crimsondesert.pearlabyss.com. Okay, wir werden mal schauen. Premiere. Aber First look. Oh, World Premiere. Okay, World so Premiere? here's the deal. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. Es pixelt auf. Bei den Schnellbewegungen hat es dann auch aufgepixelt, ja. Take too long, and they'll start to degrade. Aber zu Crimson Desert hatte ich mir erhofft, Informationen zu bekommen zu Multiplayer, Singleplayer. Sah jetzt echt nur nach Singleplayer aus. Es war ja mal als MMO konzipiert. Deshalb bin ich irritiert, was jetzt mit diesen ganzen MMO-Features eigentlich passiert ist. So viel Action, ja, ich glaube, das war aber im Trailer. Jetzt haben wir die Action zusammengeschnitten. Wenn du dann so gesehen hast, was da mit Tierchen und Reiten und hast du nicht gesehen, alles war. Ich glaube, das hat auch ganz viele andere Inhalte. Zu Crimson Desert hat man mindestens 2 Jahre lang nichts mehr gehört oder vielleicht sogar 3. 2019 rum müsste jetzt mal gewesen sein. Und entsprechend hat sich da auch einiges getan seitdem. Ach, gucke. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من الجرح. كنا في المتجر وليدا. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Wenn das nicht Assassin's Creed ist, weiß ich auch nicht. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. Ja, ich habe mich weggemacht, weil die Untertitel unter meinem... ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Ich wollte gerade sagen, was sind jetzt die Assassin's Creed Änderungen? Also was ist jetzt neues Gameplay? Was ist jetzt neu? So, dass man sagt, okay,
There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom Now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Ja, genau. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. Tekken 8 ist erstens ein You guys have Bingo-Punkt come und all this way zweitens from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? ein guter Punkt für mich, einmal ganz kurz euch mit Stuhl allein zu lassen. So, ja. Er moderiert das jetzt hier. So up until now we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Going somewhere? Yes! 戦闘を開始する決めたからHey, ¿qué tal? ¿Cómo son? 失敗バジゲッソ Es hora de entrar. Observa. Odročcie. Heihachi Mishima is dead.
أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. Eat this! What's done is done. Deutsche Untertitel wird es morgen geben. Hier habe ich jetzt nichts gefunden, wo man einen Stream anmachen konnte mit deutschen Untertiteln. Aber das ist halt live. Das ist halt schwierig. Morgen die Show ist quasi pre-recorded, die Future Games Show. Glaube ich. Wird nicht liegen. Und da gibt es halt deutsche Untertitel. Nun das hier. Ach, immer noch. Ey, Tekken 8 ist so die mega Ankündigung. Ich sag gerade wie ist, ne? Also bin da ganz offen und ehrlich. Das sah voll billig aus. Entschuldigung, liebe Tekken-Fans. War jetzt nur meine Meinung. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign. Da ist noch keiner drauf gekommen, du. Makarov, Ja, machen sie jetzt mit Call of Duty, aber richtig. Gehen wir mal so richtig. What is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me, and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys.
War amazing eigentlich schon. Ich habe das irgendwie noch nicht angekreuzt bei mir. Habe ich verpennt, muss ich nachholen. Amazing für mich auch noch, ne? Doch, awesome war. Awesome war. War ich ganz stolz. Kommt bestimmt nochmal, kannst du auch dein Kreuz machen. Alpha Team clear. Heading to surface. Ist Subnautica, ja, wäre cooler. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies, we're set. Roger that, moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Grafisch hauen die halt immer was raus, ne? Muss man sagen. Ist schon... beeindruckend, aber ich finde... Sorry. Ich finde Call of Duty immer so ein bisschen überrepräsentiert bei diesen Game-Shows. Was die immer für eine Zeit da bekommen. Jetzt auch schon wieder. Wir haben halt viel Geld. Oh ja. Oh ja. Es ist halt stark gemacht, dass du hier in den Cinematics da das Gameplay hast, ne? Wir haben ja dieses Cinematic Gameplay gerade eben auch hervorgehoben. Das ist schon wirklich schick. Muss man einfach neidlos anerkennen, dass das schon sensationell ist. Das ist wie so ein Film, der abläuft, wo du interaktiv halt so ein bisschen Einfluss nimmst. Also die Optik ist Wahnsinn, das ist der Oberhammer. Bringt wahrscheinlich auch die härtesten Systeme zum Schmelzen, aber das ist überhaupt nicht meins vom... Nein, null. Überhaupt nicht meins vom Gameplay, aber man muss ja auch, wenn man sagt, das ist nicht meins, trotzdem anerkennen, dass irgendetwas richtig gut gemacht ist. Und das ist verdammt nochmal richtig gut gemacht. Das ist Atmosphäre, das ist Stimmung. Da kann ich mir richtig vorstellen, wenn man das mag und spielt, dass man halt voll drin ist. Ne? Und von daher, gut ab, ist schon stark. Hier sieht man halt wirklich mal einen Unterschied, ne, zu alten Teilen oder dergleichen. Hier sieht man eine Weiterentwicklung und nicht einfach nur, Entschuldigung, wie bei mir. Für mich persönlich ist Assassin's Creed halt so ein Beispiel so für ein Game, was sich nicht wirklich nennenswert weiterentwickelt. Trotzdem immer noch viele Fans hat und immer wieder gute Games sind, aber es ist nicht weiterentwickelt. Es ist immer wieder dasselbe, nur andere Umgebung. Immersiver geht kaum, ja. Ist so. Auch diese Regen- und Nebeleffekte und das Licht und so, das ist wirklich sehr beeindruckend. Wie klatschnass die sind. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not okay. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Glide 'em
schießt auch nur auf die Beine. Also so schlecht wie der kann ich auch schießen. Ist gut. Ein Spiel für mich. Hatchway, on me, move. Pop the hatch. Let's go, stay close. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Bleibt dabei, Krieg ist doof. Copy. At the gate, stand by. Kriegsspiele sind eben auch überhaupt nicht meins. Shooter sind generell selten meins. Aber wie gesagt, man muss jetzt einfach an der Stelle sagen, technisch einwandfrei. Also das ist wirklich mal Gameplay, wie man es so, glaube ich, noch nie gesehen hat. So immersiv, so drin. Nein, das ist jetzt kein Weltkrieg 1-2 Spiel, das ist fiktiv. Wenn ich das richtig sehe. Und fast zu realistisch. Ja, für so ein Szenario, das ist mir auch einfach zu realistisch, wie gesagt, weil ich das mit Krieg und Co. einfach schrecklich finde, aber ändert ja nichts, haben gut gemacht. Aber jetzt stellt euch mal vor, man würde auf einem Drachen fliegen und auf Orks irgendwie Feuerbälle schießen in so einem Gameplay-Szenario mit solcher Grafik, mit so einer Immersion, da wären wir doch zu Hause. Ja? Das ist schon stark, was eben alles geht jetzt, ne? Was da technisch möglich ist, was jetzt augenscheinlich auch umgesetzt wird. Actionfilm schaue ich mir an, aber ich schaue mir zum Beispiel auch keine Kriegsfilme an. Also wo einfach nur irgendwie was weiß ich, Erster, Zweiter Weltkrieg und gib ihm das Gemetzel. Er schießt echt immer nur auf Hüfthöhe. Tut auch weh. Monster Hunter in so einer Grafik zum Beispiel. Let's get our guy. Ey, wie viel Zeit die von dieser Show bekommen. Ohne Scheiß, das muss doch Myriaden kosten hier. Kriegsfilme sind meistens Antikriegsfilme, das stimmt. So richtige Action, kriegsverherrlichend quasi fast schon, gibt's selten. Ja. Wüsste ich jetzt nicht, weil ich da in dem Genre einfach abschalte im wahrsten Sinne. Bis zur Hüfte reicht die Weste nicht. Also. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Early access release date. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies. The question becomes, wilt thou be a survivor? So ein geiles Setting. So noch nie da gewesen. Na. September oder Oktober? September oder Oktober? Bitte. Das sieht so gut aus.
regardless of which portal variety you favor. Dieses Kartensystem, mit dem man sich die Welten schafft. Will be necessary. Boah. Alter, was? Boah. Okay. Wie gut die Animationen auch sind. Can fly. Let my words steer your steps. Februar 22. 24. Also 22. Februar. So lang noch. Hier haben wir einen Free-to-Play MMO. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. 22.2. Beast. Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Ich kann nicht behaupten, dass ich das hier uninteressant finde. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Sieht gut aus. Du Spiele brauchen Zeit. Brauchst schon sehr lange. Set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Ich habe auch gedacht, ob sie Tales-Reihe ist. Aber es sieht so nach Multiplayer aus, oder? We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Grand Blue Fantasy Relink, released worldwide February 1. Ich schreibe mir das mal auf, mal gucken. Hey everyone, at Gamescom, Gina Torres here. I play Relink in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. The Nightingale sollte ja ursprünglich schon im Sommer diesen Jahres erscheinen. Und wurde dann dann hieß es immer wieder, die Entwickler haben immer wieder betont, wenn irgendwo auf Twitter oder so gefragt wurde, dass es in der zweiten Hälfte diesen Jahres erscheinen soll. Dass die es jetzt auf nächstes Jahr verschieben, ist wirklich überraschend. War immer wieder die Betonung. Scheißdreck. Ärgert mich jetzt hart. August 22 ist es heute. Ach, Immortals of Avium. Okay. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Zhenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Zhenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here.
Thank you. Yes. Verlegen. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? Für Shiberite ist es wirklich hart, ja. 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的 Under Rock glaube ich nicht dieses Jahr. Da ist noch gar keine Ankündigung zu raus. 所以这次我们想接触这个舞台，给大家分享一下我们 nach allem, was ich gesehen habe, braucht es auch noch ein bisschen. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. Upcoming free-to-play urban fantasy action role-playing game. Here you go, brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Schauen wir mal. Was Hoyoverse macht, ist ja eigentlich schon immer recht spannend, ne? Also aber es ist auch so, dass Hoyoverse so ein bisschen den Style, den sie kreiert haben, so sehr ausschlachtet. Dass die Spiele sich zu ähnlich sehen. Spricht mich jetzt nicht so an wie die anderen Hoyoverse Games. Bei Enshrouded ist das Release Date 2023 auch entfernt worden, ja. Enshrouded sehe ich auch 2024. Von den ganzen geilen Ankündigungen im Sandbox Survival Bereich für 23 ist fast nichts übrig. Journey, and today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Hallo, Servus, schön, dass du da bist. Das Arc Age Let's Play, das gute alte. Sehr schön. Arc Age 2, da warte ich auch hart drauf. Ne? Da gibt es ein paar Neuigkeiten noch zu. Vielleicht gibt es da auch bald ein Video. Auf Arc Age 2 freue ich mich. Ich hoffe, das kommt auch. Sophie, wenn eins vorgestellt wird, einfach. In welcher Form auch immer. General 1, Demon 0. Kann das sein, dass die von Mal zu Mal mehr von den bunten Pillen nehmen bei ihren Games? Looks like I'll have to help Jingyuan get these slackers in order. You have nowhere to run.
We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Concert Series. Ist ja schon cool. Also Genshin Impact, muss ich einen Hut vorziehen, ist ein wirklich toll weiterentwickeltes, immer wieder mit frischen Updates versorgtes Spiel. Haben sie wirklich eine tolle Welt geschaffen und ich glaube, ein Titel, der noch viele Jahre überdauern wird. Vielen Dank, Mephisto. Vielen Dank. Kommt her. Uah, geht's weg. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Es macht jedes Mal so viel Bock, Genshin Impact wieder rauszukramen. Also jedes Mal, wenn ich diese neuen Seasons, die neuen DLCs, wie wir sagen, die großen Updates sehe, jedes Mal denke ich, oh, ich will. Und dann ist es halt auf der anderen Seite klar, dass ich die Zeit, die ich dafür bräuchte, das Spiel intensiv zu zocken, einfach nicht aufbringen kann. Das ist so toll. Ich hab da so Bock. Genshin ist Liebe. Also, es ist wirklich, wirklich wunderbar. Also this October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Voll schön, ja. Ja, selbst bei der Main-Story, das ist so. Ja, nur ein bisschen Story machen, Anführungszeichen. Hat man noch nicht wirklich irgendwie was Geiles gefarmt. Ist das jetzt ein Radkampfmine oder nicht? Was war das jetzt? Ja, was ist das für ein Alert war? Dankeschön. Was war das? Huch! See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know darkness, brother. Sieht schon scharf aus. Schönes Setting, schön in Anführungszeichen, ne? You are in the presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows. Might be the shadows. Ich werde aber das Gefühl bei Lord of the Fallen nicht los, dass man sich sehr an Elden Ring orientiert, so ein bisschen irgendwie, weiß nicht. Das ist jetzt mal ein Schnitt. Das ist ja so, als wenn irgendwie in der Disco auf ABBA, keine Ahnung, Heavy Metal folgt. Death Metal. Best Cut ever. Der Wechsel ist wirklich hart. Also das hätte man besser machen können. Allem Respekt. Das ist klassisch, ja. Da wurde gar nicht versucht, irgendwie was Neues zu machen, sondern einfach schön ein bisschen up-to-date Grafik und gib ihm. Finde ich gut. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars.
But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Schön. Im Livestream verschlucken, geil. Müssen wir auch mal ein Bingo machen, ne? Auf Wacken feiert man auch die Feuerwehrband. Ah ja, gut, die ist halt Kult, ne? Hello Oh, again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, Die gute and of course the fans. Die gute Knu wirkt echt ganz schön aufgeregt. Ich kann sie ja nicht verdenken, ne? Das ist schon krass. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And damit Bingo. earlier, Wie Free I Update? Wo ist denn Free Update? Gamescom Bingo. Cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these. Stell dich mal auf der Bühne vor. Now Wie gesagt, I'm here kannst ja nicht with verdenken. Mochi Dragon, Rainbow Raven, Ja, aber was ist denn das für ein Bingo-Kreuz? Free Update. and Saphira. Mochi Dragon, can you tell Ach so, me das how you Feld gibt's doch choose gar your nicht. character to cosplay? For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second Mitte ist one sowieso is, free. do I enjoy the character design? Das heißt also, da kannst du And the third ohnehin one dein Kreuz is, machen. does it have a little challenge in the cosplay? Mir fehlt noch das Asia Free-to-Play MMO. Sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like Genshin having Impact, first-hand Free-to-Play conversations, MMO. and of course the cosplay players. Thank you so much for sharing your costumes with us. Oh. And I wish you a great and wonderful Gamescom. Hatte da Thank mehr you. an eine Applaus. Neuankündigung gedacht. Aber ja, kann man machen. Dann hätte ich auch Bingo. Before I go, I would like to Die tell you Cosplay-Ecke about auf der Gamescom ist immer wieder ein Highlight, ne? Event Arena. Das ist wirklich Friday etwas, wo through man einfach hin Sunday, muss, wenn man auf der there will be Gamescom live ist. shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. In Mitte ist es so All right, klassisches right now, Bingo, we've das got das mittlere a Feld first so ein look at the kostenloses First Descendant, a Kreuz. next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clipoff! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Das für ein Game? Gut, das. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have.
Jetzt sieht es immer noch gut aus, aber nicht mehr für mich. There's a grave walker. Musik ist geil. First Descendant. Hat man sogar schon mal einen Trailer gesehen, ja. Crossplay Open Beta, 19. bis 25. Hi. September. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. Sieht nach einem sehr krassen Spiel aus, so Survival-Erfahrung quasi, Solo. Nochmal so ein bisschen You're right there. Subnautica-Feeling. On the verge of something special. Of being first into great unknowns. Ja, also wenn wir Genshin Impact als Free-to-Play-MMO gelten lassen, dann hätte ich auch Bingo mit dem Uffi zusammen, ja. Bin gespannt, ob noch eins kommt. Xbox Game Pass. Oder was ist das für eine Werbung? Angst vor Tiefe wird nichts für mich. Ja, also das bedrückende Gefühl ist bestimmt ultra, ne? Bei solchen Spielen wieder. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us about? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Insane, dass er da auch drauf muss. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just said me. Watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay,
When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Dear Villagers. Das ist von Dear Villagers. Engineer en route to Fort Solis in the Planum Quadrant responding to an alarm. Suspected power failure. Await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. Narrative Adventure, ja. Sieht gut gemacht aus. All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle. Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. For every task, a tool. Na hier, Coach Korb machen wir. Gegenseitig aus der Scheiße ziehen. For every Desert Runner, ja. Es ist Desert, was weiß ich, Desert Runner Online oder Mud Runner Online. Expeditions, a Mud Runner Game. Ich meine, die Spiele kamen alle gut an, ne? All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world. Noch ein welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Ich glaube, wir sollten einfach schauen, wer als erstes 3 Reihen voll hat oder so. Ja, ich habe auch 12, ja. Dass die Racing Games auch immer noch ziehen, ist auch beeindruckend, ne? Geht es ja eigentlich auch nur noch um Grafik und ein bisschen Fahrphysik halt oder sowas, ne? Was dann irgendwie noch irgendwo
einen dazu bringen soll, Geld auszugeben. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. And as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay, yeah, let's go. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn, green view. Home stretch. Getting a Ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Alter! Muss doch nicht sein. War Cyberpunk vorher schon so brutal? So splatterig? I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a netrunner sitch here! Need backup right now! All nearby units, we got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Time to tilt out. Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Diese ganze Feature-Liste war das viel zu kurze Zeit, die sie es eingeblendet haben, aber was man so gelesen hat, sind schon interessante Erweiterungen. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just robbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow.
It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. Robert, grüß dich. Moin, moin. One more, Wieso one Sorgen? more thing Hallö. is that car chases are going to be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. Das ist schön, ne, dass viele Features auch so kommen. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Julia, for joining us here at Gamescom. Julia. Geht gut, Robert. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir sind von Twitch jetzt hier wieder zurück zu YouTube gewandert, ne? Strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Das ist wie gewohnt. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3, Hier schön Previews und News zu Games und auch die anderen Livestreams. Asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Stormgate, ja, das hatten wir schon vor einer Weile, ja. Including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we've brought in to lend their voices to our co-op campaign. Ich habe bei der Grafik auch gerade gedacht, so hätte ein bisschen, also ich meine, muss ja nicht so wow-mega sein, aber so ein bisschen mehr Liebe hätte reingekonnt, oder? So was Landschaftsgestaltung betrifft. Einheiten sahen ja teilweise ganz lustig aus, war okay. Aber die Landschaft, die Umgebung, die Level sahen öde aus. Und ich mag halt so ein paar Details, so dass man sieht, die sind so ein bisschen verliebt. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. I'm accepting this award
on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Das war kurz. Ich hätte gedacht, wenn sie den auf die Bühne holen, kriegt er ein bisschen mehr. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look. Ein Auftritt bei der Opening Night Live bekommt. Ich meine, das ist ein wirklich Indie. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. Mega. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Es hat richtig Spaß gemacht, auch zu zocken, also. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Ich nehme an, das ist der Rune Master, den man da sieht, oder? Sah auf jeden Fall insgesamt sehr schick aus. Macht mega Spaß. Ja, ist einfach ein super Spiel. Ganz ehrlich, es ist Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game die ideale Mixtur zwischen dem from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Marvel Snap. Ach, Marvel. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished ich finde, Last Epoch ist ein ganz super Kompromiss zwischen Diablo und Path of Exile. Also die Komplexität von Path of Exile nicht ganz, aber viel mehr Komplexität als dieses Casual Diablo 4. 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Yes, that's fantastic. Der Typ geht mir gerade ein bisschen now, auf I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Er hat... Weiß nicht. Kann man auch bei Marvel ein Kreuz machen. Und bei Mobile. Reach, buntes, hektisches Mobile-Game. Der ist immer so total nervig, der Typ. Ich hatte häufiger schon Auftritte gehabt, aber der ist schon... Ich weiß nicht, das ist cringe. für den wurde das Wort cringe erfunden, glaube ich. Das Game ist mega, das kann sein. Der Typ ist trotzdem cringe. Ready to get out there? Hat man das nicht gerade?
We have a lot to talk about. Already it's a classic. If I drop any day, it's a classic. Any wave that I'm on, it's a classic. Hey, you heard that? Classic. Für den war der Xbox Game Pass, gell? Kann man ruhig Werbung machen, ist was Geiles. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. Ist wirklich sehr Action- und Sci-Fi-lastig, ne? Was man so bisher heute gesehen hat. A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Ich möchte den sehen, der sich in so einer Rüstung so bewegt. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. Hätte vom Setting her und vom Anfang her echt gut sein können. Und irgendwie driftet es schon wieder in Gemetzel ab. Weiß nicht, ich finde das irgendwie, es ist sehr actionlastig, alles sehr wenig, so wenig, wie soll man sagen, so Deep Games irgendwie so ein bisschen wieder Multiplayer PvP Rittergemetzel. Alles sehr, sehr actionlastig, was man bisher sieht. Das ist irgendwie beeindruckend. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I got to say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game. Ja, Crimson Desert war schon, Nightingale war schon. Which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Out
Die Show geht 2 Stunden, es ist eine Viertelstunde vor Schluss. Ja, da ist das meiste durch. Aber irgendein Highlight zum Schluss wird es schon noch geben. Zumindest wäre es unüblich, wenn es das nicht gäbe. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Oh, ein Star Wars Game oder LOL-Logo, ja. Das wäre gut. Oder Fortnite-Skins sind auch gut. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded. Idee, was das sein könnte? Das hier wurde angekündigt, Mortal Kombat. Let us meet Mortal Kombat 1. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Achso, was das Schlussgame sein könnte. Nee, tatsächlich habe ich... Also wenn es das hier jetzt nicht ist, wenn das jetzt nicht eine satte Viertelstunde geht, glaube ich nicht. Aber ja, ist schwierig. Keine Ahnung, was es sein könnte. Arc 2. Kannst du her. Alan Wake 2 fehlt noch. Hast recht. Starfield war ja schon. Ich finde diese Splatter-Einlagen, ich meine, das gehört zu Mortal Kombat, ja, okay, ne? Aber nehmt's mir nicht übel, ich finde das so lächerlich. Unnötig vor allen Dingen. Who's your queen? Come on. Ich habe das Gefühl, das driftet alles nur ins Extremere ab. Einfach nochmal einen draufsetzen und nochmal. Und nochmal. Wait. Sekunde. Looks insane. All right. Das sah nach The Boys aus, oder was? Include Premium. Was war das denn? Egal. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Endlich mal wieder was halbwegs Entspanntes. Let's go back to the beginning. Ich weiß, dass das Standard ist bei Mortal Kombat, dieser Splatter, aber ehrlich. No thrones ascended. Weiß ja nicht. No history yet. Peter Weide, Dankeschön für deinen Sub. Hallo. Just people waiting to be led somewhere extraordinary. Sieht schön aus. By you. Bisschen unspektakulär von der Landschaft, aber schön. 4X Strategy.
finde die Landschaft ein bisschen langweilig. Sieht alles so plan aus und überall so vereinzelte Bäume. Sieht so unnatürlich unspektakulär aus. Hard Civilization, ja. Aber halt, ne? Wie soll man das sagen? Mit was kann man es vergleichen? Du hast halt diese Charaktere, du hast dieses 4X-Strategy, also diese Ebenen, verschiedene Strategieebenen, aber die Kämpfe und so weiter, es ist halt Echtzeit, nicht rundbasiert hier, ne? Jan, mach's gut, schön, dass du da warst. Also sicher nicht uninteressant vom strategischen Aspekten her, wenn du so diese Lande besiedelst, finde ich, sollte es auch immer so ein bisschen schick aussehen, oder? Wenn du da so deine Städtchen baust. Und ich jetzt. Vermisse ich da etwas. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season. Diablo 4 next season, okay. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Diablo 4 nächste Season, ja, Maro. Was ist das? Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. New Endgame Boss. Okay, kommt auch neuer. Das heißt, dass die Story ein bisschen weiter gesponnen wird. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. Wenn es aber heißt neuer Endgame-Boss, klingt das nicht nach einer Nebenstory, sondern halt nach der Hauptstory. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far.
And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2, and that's October. So we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true power. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Sieht jetzt nicht ganz uninteressant aus. Das Baum. Das sieht schon wieder so scheiße aus, dass es schon wieder interessant wird. Das ist schon wieder so trashig. Endlich das Highlight zum Ende, ja. Das ist ja herrlich scheiße. Gott, ist das hässlich alles. What the fuck? Thank goodness you're here. Ja, das braucht noch ein bisschen Entwicklungszeit. Der ist erst 24. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City. And for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place.
Selbe, was sie bei Call of Duty gemacht haben, mit diesen Live-Action direkt eingebaut in ins Gameplay oder andersrum. Sam, thank you so much. Tatsächlich haben sie es dort auch, das baut natürlich schon eine Atmosphäre auf dann. Mix of Gameplay, in-game Cinematics and whatever. And monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. Was soll ich sagen? Auch da würde ich mir zu sehr in die Hose scheißen. Das sieht schon sehr krass aus. Ich scheiß mir so in die Hose. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, also wer Amazing noch nicht angekreuzt hat, ne? And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Es war schon einiges Geiles dabei, auch wenn man sagen muss, viele der Games, die gezeigt wurden, sind einfach nicht meins, ganz unabhängig vom MMO-Aspekten. Einfach nicht so meine Genres oder mein Gameplay-Style. Es war schon sehr vieles dabei, wo man sagen muss, dass es optisch oder auch technisch gesehen schon wirklich so dieses Next Level zeigte. Das ist schon beeindruckend gewesen. Aber Riesenenttäuschung natürlich für uns hier ist Nightingale, ne? Das ist wirklich bitter, dass das so sehr verschoben wurde. Ey, meine Nase geht gerade irrsinnig zu. Ich muss mal eben putzen. Sekunde, sorry. Last Epoch ist eine Überraschung gewesen, dass dazu was gezeigt wurde, dass die es in so eine große Show geschafft haben. Das ist wirklich beeindruckend, ja. Muss man sagen. Muss man tatsächlich sagen. So, das kann aus. Und kurz ein paar Fenster reduzieren hier. Gucken wir nochmal einen Nightingale-Trailer. Das können wir gerne machen. Wir können nochmal, wenn ihr wollt, ein, zwei Highlights rauspicken, die wir uns nochmal in aller Ruhe anschauen können. Sekunde. So, dann gehen wir gerade mal. Rein. Jetzt nichts, wo ich sagte, kannte ich nicht, brauche ich aber. Tatsächlich ja. Das war aber auch so angekündigt. Und nur kurz die Werbung durchlaufen lassen. So. Das war aber auch so angekündigt, dass bei der Opening Night Live keine ganz neuen Ankündigungen kommen oder nur ganz wenige. Und stattdessen zu bereits bekannten oder angekündigten Games halt neue Infos kommen. Das war so vorher gesagt. Das war das, was ich dann auch in der Erwartungshaltung entsprechend hatte.
Was auch völlig okay ist. Ja. Hab noch Hoffnung, leise Hoffnung für Crimson Desert, weil es schon toll aussah. Vielleicht naiv, weil wieder kein Release-Date, aber naja. Zu Crimson Desert werde ich mal Informationen zusammensaugen und ich denke, wenn es da irgendwas zu berichten gibt, werde ich auch wieder ein Infovideo machen. Die haben ja gesagt, dass weitere Informationen auf der Homepage zu finden sind. Ich werde mich da mal durchforsten, aber es war dünn. Es war aber immerhin schön, mal wieder ein Lebenszeichen von Crimson Desert gesehen zu haben, ne? Endzone 2 hat mich überrascht. Ja, das stimmt. Endzone 2 ist tatsächlich auch eine schöne Ankündigung gewesen. Das stimmt. Ist zwar verschoben, aber nicht ohne Grund. Bin heiß drauf, aber besser so als total buggy. Bin ich auch dabei. Ist ja alles okay. Was mich halt dabei ein bisschen überrascht, beziehungsweise was mir nicht gefällt, ist, dass die bis wirklich vor kurzem auf Twitter auch noch gepostet haben, bei entsprechenden Anfragen, dass der momentane Plan ist, wird vielleicht auch nicht gelogen sein oder weiß ich nicht, dass es noch in der zweiten Jahreshälfte 2023 erscheint. Und jetzt ist es halt auf den 22. Meine Nase geht zu, auf den 22. Februar verschoben worden. Ist schon ein gutes Stück, ne? So, schauen wir uns mal den Trailer an. The Feywild. Diese ganze Atmosphäre, die da auskommt, ist so. And so too, Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered. Ich werde einfach mal unterbrechen, weil man ja schon gesehen haben. Also was mich immer wieder super begeistert bei dem Spiel sind also einerseits die Welt an sich, aber halt insbesondere auch die ganzen Kreaturen. Und was wir jetzt hier ja auch wieder sehen, sind die Luftschiffe. Bin gespannt, ob man die auch wirklich aktiv nutzen kann. Struck by woe and lacking supplies. The question becomes, es ist so atmosphärisch, dieses Spiel. Auch das Bauen ist so vielversprechend. Machen wir nochmal ganz kurz. Mal ein wenig versuchen, in die Details zu schauen. Sind die kreuz und quer oder sind das feste Winkel? Das will ich gerade schauen. Kann man nur so alle 30 Grad snappen oder sind das frei einstellbare Winkel, wie die zueinander stehen, schwer zu erkennen? Die Outfits, diese Vielfalt, die da drin ist in dem Spiel. Und achtet mal drauf, gleich müsste noch so eine Riesenkreatur kommen, das ist der Wahnsinn. Wenn das flüssig läuft. Hier haben wir das Kartensystem, ne? Also wenn wir die Portale öffnen und unsere Welten generieren, dann können wir da Karten reinstecken. Hier sehen wir zum Beispiel eine mit den Tieren, ne? Wahrscheinlich, die man dort findet mit den Kreaturen. Aber da kann man eben auch andere Realm Difficulty kann man da auch einstellen. Also im Endeffekt ist es so, dass man bei jedem Realm, was man öffnet, bei jeder Map, die man damit erstellt, im Grunde genommen wie so einen eigenen Server erstellt, auf dem man dann spielt. Da kannst du sehr, sehr viele Parameter mitbringen. Tag-Nacht-Wechsel, Schwierigkeitsgrad, Ressourcenfülle und so weiter. Realm cards will be necessary. Weil diese Riesenkreaturen, die Animationen und alles, der Hammer. Enshrouded wird gerade wieder im Chat erwähnt. Das ist definitiv, Enshrouded ist für mich Survival 2.0, aber das hier auch. Also das ist eine andere, das hat jetzt dieses Terraforming nicht, ne? Dafür liefert es eine sehr krasse Welt, die da was völlig Neues kreiert in Sachen Setting, auch Story. Das ist, also ich wüsste jetzt kein Spiel, welches in so einem Setting spielt, welches ähnliche Kreaturen hat und dieses Viktorianische mit, sag ich mal, ein wenig wie soll man es nennen? Steampunk mischt, also dieses Gaslight oder Lamplight Fantasy oder wie es heißt. Also es ist insgesamt eine sensationelle Atmosphäre. Beide Games, sowohl Enshrouded als auch Nightingale, sind so Survival 2.0, aber auf einer ganz anderen, die gehen zwei Wege so, ne? Und hier allein wie viel Partikel man hier wieder auf dem Bildschirm hat, das ist Wahnsinn.
Diese Riesenkreatur hier, meine ich. Das ist der Hammer, wenn das so flüssig läuft in-game. Und die Animationen so flüssig sind bei diesen Riesendingern. Und die nicht an so einem Kiesel hängen bleiben, weißt du? Ist ja auch so ein Riese hier. Can fly. Let my words steer your steps. Inflection Games liefert da hart ab. Muss ich sagen. Ja. 22. Februar. Das ist der, wir haben uns getroffen daran, aber dann müssen wir uns halt gedulden. Ich glaube, es wird geil. Ich glaube, es wird geil. Mit welchem Setup wird das flüssig sein? Ja, das ist. Mit welchem Setup wird man das so spielen können, wie wir es jetzt hier im Trailer gesehen haben? Das ist die berechtigte Frage, das stimmt schon. Tja. Das ist schon einerseits schön gewesen, was man gesehen hat. Echt happy, die Bilder wieder gesehen zu haben und nochmal bestätigt bekommen zu haben, dass die Features, die man hatten, diesen Riesenkreaturen mit dem Bauen und so weiter und den individuell angepassten Welten, dass das alles drin ist und da nochmal ein paar Bilder zu bekommen zu haben und so die Bestätigung zu bekommen durch den Trailer, das wird geil, das kann eigentlich gar nicht schlecht werden und dann halt am Ende so eine kleine Watschen mit der Verschiebung. Naja, wir werden es überleben, so viel steht fest. Also hoffe ich. Und wir werden es zocken, so viel steht allemal auch fest. Setup nochmal aufstocken. Muss ich sowieso, also bei mir steht es an. Wird teuer. Aber allein schon, weil YouTube jetzt auch AV1, also AV1, als Streaming-Format unterstützt, womit ich euch eine viel bessere Qualität liefern kann bei einer geringeren Brandweite. Ja, bei einer geringeren Brandweite werde ich auf eine GeForce 40er Serie wechseln müssen. Da muss man mal tief in die Tasche greifen, glaube ich. So, warte mal, hier, mein Bingo. Was ist eigentlich mit meinem Bingo? Ja. Das ist mein Bingo am Ende gewesen hier. Sensationell. Das ist wirklich beeindruckend gewesen, dass wir kein Star Wars Game hatten, kein Retro Pixel Art. Fortnite war nix. Tja, statt TV-Serie gab es halt diesmal Kinofilm oder ein Filmformat. Tja. Kilobyte, Megabyte, Brandbyte, genau. CPU ist die Frage. Ja, ich habe immer noch den i7 7700K. Ich bin noch am Überlegen, ob der es noch mal ein bisschen macht. Bin ich noch hart am Überlegen. Meinst du nicht, dass bis dahin die 5080 was für die ist? Da muss ich noch tiefer in die Tasche greifen, das ist das Problem. Woher muss ins Bett? Wegen Brandweite oder was? Ach Quatsch. Ich habe doch schon im wachen Zustand ganz andere Versprecher von mir gegeben. Wie sieht's denn aus? Wollen wir noch ein bisschen zocken? Dann würde ich hier auf YouTube den Stream beenden. Hier haben wir uns die Opening Night Live gegönnt und auf Kick wird noch ein bisschen gezockt. Ist Don Muck und sind Matze noch beide einsatzbereit für eine Runde Dark and Darker? Ich will noch mal ein bisschen Bade spielen. Wenn du die 4090 hast, wirst du auch ein Mainboard und CPU aufrüsten. Ja, 4090 kriege ich nicht hin. 4070 Ti würde ich sagen. Da liebäugle ich momentan mit. 4090, wir sind beim Lotto gewinnen. Du bist da? Ist Don Muck auch da? Oder irgendjemand anderes, der Dingsi Bumsi mitzocken will? Muss ich mich doch tatsächlich mal bei Kick anmelden. Das wäre schön, wenn du auch da reinschaust. Ich weiß gar nicht, muss man sich anmelden, um den Stream zu schauen? Ich glaube, man muss sich nur anmelden, um zu chatten. Also ihr könnt auch schauen, ohne euch anzumelden. Aber wenn ihr dort Hallo sagt, ist es natürlich noch schöner.
Zuschauen geht auch ohne, aber Follows bei Kicks sind ja viel besser. Auf jeden Fall. Follows bei Kicks sind Liebe. So, die große Frage ist, ob ich noch irgendwo einen Don Muck oder irgendeine dritte Person außer Matze für Dark and Darker begeistern kann. So. Wenn ich nicht alles mache, würde ich. Yay. Genauso wie Daumen hoch hier super sind. Da geht noch sehr viel, wenn ich mir das so ansehe. Oh, gerne. Ne? Also gerne die Livestreams auch liken, wenn sie euch hier gefallen haben. Lasst noch ein Däumchen nach oben da. Das hilft mir sehr, auf YouTube ein bisschen Sichtbarkeit zu generieren und Leute von unserer Community zu begeistern. Aber ja, wo ich jetzt Mitglied bin, weniger Emotes im Discord, sehe ich auch. Also im Discord hat das überhaupt nichts mit zu tun. Discord hat jeder die gleichen Emotes. Ah nee, du hattest eventuell die Twitch-Verknüpfung drin und bei der YouTube-Verknüpfung gibt es nicht die Emotes. Aber ich werde auf Discord was anderes einrichten, dass die Supporter auch alle Emotes wieder bekommen. Es gibt bei Discord eine Verknüpfung zwischen Twitch und Discord. Und dann hatte man tatsächlich auf Discord auch die Emotes von Twitch, wenn man subscribed hat. Das gibt es für YouTube nicht. Ich finde meinen Schuh nicht. Das gibt es für YouTube nicht, aber ich richte was anderes ein. Ihr bekommt die Emotes wieder. Gebt mir nur noch ein bisschen Zeit. Wird sowieso noch ein schöner Bot auf Discord kommen. Es wird hier noch im Stream auch noch schöne Erweiterungen geben. Das braucht aber alles seine Zeit. Ja. Gut. Ich gehe mal in Teamspeak. Nee, ich gehe mal in Discord Voice vielmehr. So. Das können wir schließen. Dann sage ich hier an dieser Stelle auf YouTube schon mal ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Spaß auch auf Kick jetzt bei Dark and Darker mit zuzuschauen. Wahrscheinlich packe ich tatsächlich den Baden mal wieder aus und treller was. Wir sehen uns morgen hier auf YouTube hoffentlich wieder. 19:15 Uhr geht die Future Games Show hier los. Bin gespannt. Ich hoffe, da kommen noch mal so ein paar, wie soll ich sagen, vielleicht mal ein paar Indies oder ne, so ein bisschen was Unerwartetes um die Ecke. Da müssen wir mal schauen. Ich werde da auf jeden Fall wieder mit euch zusammen die ganzen Trailer bestaunen und dann werden wir danach auch wieder drüber quasseln, was wir gesehen haben. Und ansonsten, die Gamescom wird sicherlich auch noch weitere News haben, sodass es da auch wieder Videomaterial hier auf dem Kanal geben wird zu den Neuigkeiten der Messe. Also, habt einen schönen Abend. Viel Spaß noch, wenn ihr auf Kick schaut. Ansonsten eine gute Nacht und bis morgen.